Herbstzeit ist Kürbiszeit und damit kann man so viele leckere Sachen kochen. Und man kann auch damit backen, nämlich ganz tolle Kuchen zum Beispiel. Und in Kombination mit ein paar Pekannüssen, das ist ja natürlich echt der Hammer, ne? Die müssen wir uns jetzt erst einmal in so einen Multizerkleinerer geben und ein bisschen zerhäckseln. Zap, zarab, fertig geht es. Und dann sind die Pekannüsse schon in Staub. Und die gebe ich jetzt schon mal gleich hier in das Mehl rein, ohne das Ding hier. Das hängt sich natürlich ein bisschen durch das Fett in den Nüssen da an den Rand. Und dazu gebe ich auch noch ein bisschen Zimt. Das ist jetzt unsere Mehlmischung. Die genauen Mengenangaben wie immer unten in der Infobox. Und dann brauchen wir natürlich noch unser Kürbischen und davon brauchen wir ungefähr 300 Gramm. Den schneiden wir uns jetzt dann erst einmal ein bisschen klein und entfernen die Kerne. So habe ich schon mal Woche. Da brauche ich nämlich ungefähr 300 Gramm. Ne? Passt, das noch weg hier und dann haben wir es. Und den müssen wir dann noch ein bisschen kleiner schneiden. Und dann muss man uns den natürlich raspeln, weil das kommt ja dann später in den Teig. Und da habe ich jetzt hier so eine ganz tolle Super-Raspel aus meinem Lieblingshaushaltswarengeschäft unten im Ort. Und da muss man echt aufpassen, da dürfen wir nicht mit den Fingern hinkommen. Aber dafür raspelt sich's total super. Das geht zack, zack. Und ihr seht, wie schön fein das ist. Und das macht sich natürlich total toll im Teig. Gucke mal, was ich da geraspelt habe. Und jetzt geben wir als nächstes dann die Eier in die Schüssel. Dann gebt ihr dann den Zucker dazu. Und jetzt müssen wir alles so richtig schön schaumig rühren. Schaumig genug, oder? Dann brauchen wir unsere Mehlmischung. Die kommt dann auch dazu. Und noch eine kleine Prise Salz und Backpulver. Und das mischen wir jetzt dann auch noch zusammen. Ihr seht ja, das geht total flugs. So einen Kuchen kann man mal schnell nebenbei machen. Dann gebt ihr noch so häppchenweise die Butter mit rein. Eine weiche Butter, gell? Und dann rühren wir uns so einen richtig schönen cremigen Teig zusammen. So, haben wir alles schön cremig. Jetzt kann dann der Schneebesen raus. Also wie gesagt, ihr braucht nicht unbedingt eine Küchenmaschine. Ihr könnt es auch mit dem Handrührgerät alles zusammenrühren. Aber wenn man es schon mal hat, dann nimmt man es halt auch. Ich nehme es halt unwahrscheinlich gern, weil ich mache auch immer die Hefeteige sowieso am liebsten. Jetzt braucht man dann hier den Kürbis, den richtig schön fein geraspelten. Den geben wir jetzt auch noch dazu und das heben wir dann ganz vorsichtig unter. Den Ofen habe ich schon mal vorgeheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und jetzt brauche ich noch meine schöne neue Gugelhupfform. Die ist so richtig schön stabil. Die kann ich euch mal verlinken. Da passen 3 Liter Flüssigkeit oder Menge an Teig rein. Die brauchen wir jetzt dann auch. Aber erstmal müssen wir die natürlich ein bisschen mit Butter ausfetten. Dazu nehme ich immer gern so einen Silikonpinsel. Und dann tue ich das einmal ganz drumherum mit Butter einfetten. Richtig schön gleichmäßig da bis oben zum Rand bestreichen. Und dann zum Schluss tun wir dann noch so ein paar Semmelbrösel rein und kleiden das Ganze noch ein bisschen aus. Tun das so ein bisschen schütteln, damit sich dann später der Kuchen schön löst. Und so schaut's aus. Also dann ab in die Form mit dem Teig. Dann noch ein bisschen glatt streichen und schon geht's ab in den Ofen für ca. 50 Minuten. Während unser Kuchen im Ofen ist, tun wir uns noch ein bisschen Schokolade klein hacken. Das ist dann später für unser Topping, für den Guss vom Kuchen. Und dann habe ich hier auch noch ein paar Paranüsse, die hacken wir auch noch klein. Ich glaube, da habe ich vorhin einen Fehler gemacht. Da habe ich gesagt, das sind Pekannüsse. Das sind natürlich Paranüsse und keine Pekannüsse. Womit backt ihr am liebsten? Mit Pekannüssen oder Paranüssen? Ich mache ja die Paranüsse total gerne. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Das schmeckt total lecker in dem Kuchen. Bleibst du hier? Die geraspelte Schokolade geben wir dann in ein heißes Wasserbad mit ein bisschen Kokosfett und das wird dann später unsere Glasur. Schau mal da rein, wie schön glasig das ist und das schütten wir dann später über unseren abgekühlten Kuchen und es wird so richtig tolle Glasur.
mal, wie herrlich der ist, unser Kürbis-Paranüsskuchen, einmalig. Oder meine Güte, ja, das sind Paranüsse, keine Pekannüsse. Joanna, war ich wieder ein bisschen verpeilt, ne? Aber für alle, die bis jetzt geguckt haben, habe ich noch eine Überraschung. Und zwar, ich habe noch ein Grillthermometer übrig. Wir haben doch letztens 3 verlost. Einer hat sich nicht gemeldet und das möchte ich natürlich gerne an euch loswerden. Und wenn du es brauchen kannst, dann schreib in die Kommentare Hashtag Grillthermometer, dann verlosen wir nächste Woche nochmal so ein Ding, das auch an Mann kommt, ne? Und wir sehen uns gleich in diesen leckeren Videos wieder, Leute. Bis dann, ciao, ciao!